Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande hier auf der Eurobike 2023 und ich bin am Stand von Muli. Und wie auch in den letzten Jahren freue ich mich, dich zu treffen, Felix. Ja, ich freue mich ebenfalls. Hallo Tillmann, schön, dass du wiedergekommen bist. Ja, wir haben, glaube ich, einiges zu sehen und wir legen mal los, ne? Gerne. Ja, herzlich willkommen nochmal bei uns an unserem Eurobike-Stand. Es ist schön hier zu sein, es ist schön mit dir zu sprechen, Tillmann. Und wir haben einige Neuheiten im Gepäck, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben auch eine recht spezielle Präsentation hier, wie man vielleicht auf den ersten Blick auch schon sieht. Wir verzichten ganz bewusst auf einen Messeteppich, weil wir von Wegwerfprodukten nicht viel halten. Und das ist im Prinzip schon die erste Botschaft, die wir senden. Wir wollen zeigen, wie nachhaltige Fahrradproduktion in Deutschland passiert, wie wir das aufziehen. Und da sind wir eigentlich schon relativ nah an unserer Firmen-DNA drin, die wir hier einem breiten Publikum vorstellen wollen. Ein wesentlicher Bestandteil von unserer Firmen-DNA ist der Rohstoff, den wir verwenden. Der Stahl, den wir hier ganz klar in den Fokus setzen. Auch aus diesem Grund sehen wir hier 4 Bikes, die in der Farbe Raw präsentiert werden. Ich muss vorweg sagen, dass das keine Farbe sein wird, die wir seriell anbieten können. Leider. Sieht super schön aus, aber ist genauso aufwendig in der Herstellung. Das Ganze eben für die Eurobike, um zu zeigen, was hinter der Pulverbeschichtung steckt, die unsere Serienräder dann ausmacht. Der Stahl, den wir verwenden, ist ein ganz spezieller Stahl. Wir verwenden für unsere Bikes Altmetall, im Prinzip Schrott, der recycelt wird, geschmolzen wird in speziellen Öfen, die zu 100% aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Wahl unseres Rohstoffes ist eben schon an der Stelle sehr auf Nachhaltigkeit optimiert. Hier sehen wir beispielhaft einen 6 Kilo schweren Klotz Altmetall und das ist genau das Gewicht unseres Rahmens und aus so einem Stück Metall entsteht dann letztendlich der Fahrradrahmen für unsere Muli-Bikes. Das Ganze hört natürlich nicht nur bei einem nachhaltigen Rohstoff auf, sondern die gesamte Produktionskette versuchen wir so lokal und nachhaltig wie möglich auf die Beine zu stellen. Wir produzieren lokal, das Muli entsteht komplett in Deutschland. Von dem ersten Muli, was quasi das Werk verlassen hat, an bis heute, auch 7 Jahre später, wird jedes Fahrrad in Deutschland hergestellt. Herstellung heißt nicht nur Endmontage, sondern Herstellung heißt von der Rahmenproduktion bis zur Endmontage. Und auch der Stahl kommt selbstverständlich aus Deutschland. Wir haben eine relativ reduzierte Stückzahl an Rädern an unserem Messestand stehen, genau 4 Stück. Und das sind genau die 4 Modelle, mit denen wir 2024 am Start sein werden. Ja, wir stehen am ersten Bike unserer Modellreihe für 2024. Mit dem Modell ging im Prinzip alles los. Das Muli Muskel, nicht elektrisch, funktioniert nach wie vor sehr gut. Das Muli lässt sich ohne Motor fahren und wir bieten eben mit dem Muli Muskel zum einen mal ein günstiges Einsteigermodell an und auch eine nicht elektrische Variante für alle, die mit Muskelkraft unterwegs sind. Das Muli Muskel wird auch nach wie vor frei konfigurierbar sein. Es gibt verschiedene Ausstattungsvarianten. Man kann zwischen Kette und Riemen wählen, verschiedene Narben im Hinterrad und im Vorderrad und natürlich auch verschiedene Farben. Was wir an dem Bike gerade auch montiert sehen, ist ein neues Zubehör, was wir hier auf der Eurobike erstmals vorstellen. Das ist das Sonnensegel, was insbesondere für den Kinder- und für den Hundetransport konzipiert wurde. Das Sonnensegel funktioniert mit unseren Frames, die dem einen oder anderen vom Regenverdeck schon bekannt sind. Das heißt, die Regenverdeck-Frames bekommen eine zweite Verwendung und sind eben mit dem neuen Muli Sonnensegel kombinierbar. Das Sonnensegel lässt sich frei bewegen, je nachdem, wo die Sonneneinstrahlung herkommt, sodass das Kind oder der Hund immer geschützt im Korb sitzt. Cool. Wir machen weiter in unserer Modellvariante für 2024, ebenfalls mit einem alten Bekannten. Das Muli Motor ST mit dem Shimano Steps 6100 Motor, mit Kette, mit der Nexus 5-Gang-Narbe, Di2-Schaltung. Im Prinzip steht das Rad so da und wird nächstes Jahr so ausgeliefert, wie wir es schon kennen.
Da hat sich nicht viel dran geändert. Was ich aber schon anteasern kann, ist, dass das Bike in neuen Farben kommen wird. Ja, wir kommen jetzt zur ersten wirklichen Neuheit für 2024. Wir werden 2024 zum ersten Mal mit einem zweiten Modell Muli Motor ST an den Start gehen. Und zwar das Muli Motor ST Pro. Wie der Name schon verrät, ist die Ausstattung hier ein wenig höher. Das Muli ST Pro wird kommen mit dem Shimano EP6 Motor, serienmäßig mit Gates Riemenantrieb. Wir verbauen den größeren Akku von Shimano mit 625 Wattstunden, eine Shimano 4-Kolbenbremse und 180 mm Bremsscheiben. Auch das Muli Motor ST Pro wird in zwei ganz neuen Farben auf den Markt kommen. Dafür müsst ihr euch allerdings noch ein wenig gedulden und die Farben werden ab dem Herbst präsentiert. Ja, wir haben ein weiteres schönes Zubehör mitgebracht, was wir hier auf der Eurobike vorstellen. Und das ist die neue Muli Transportmatte. Die ist relativ kurzfristig verfügbar. In circa 4 Wochen, Ende Juli, gehen wir damit an den Start. Das Besondere an diesem Produkt ist, dass wir auf ein recyceltes Material setzen. In dem Fall haben wir uns von Bike-Festivals in Deutschland alte Meshbanner besorgt, die in den Müll geflogen wären. In diesem Fall vom Three Rides Festival in Aachen. Vielen Dank nochmal an die Kollegen aus Aachen. Und wir haben ja die Meshbanner einer schönen zweiten Nutzung überführt. Und das ist eben unsere Muli Transportmatte. Verbaut sind ebenfalls alte Autogurte, die sich in diesem Produkt wiederfinden. Besteht komplett aus recyceltem Material. Und wie man sieht, braucht man dafür ansonsten nichts weiteres als unsere bekannten Arretierstangen, die in jedem Kindersitz mit dabei sind. Transportmatte wird eingehängt in die Aufnahmen des Kindersitzes und man gewinnt eine zweite Ebene zum Transport von Waren. Prädestiniert natürlich für den Kasten Wasser, den Kasten Bier, der getrennt von den Einkäufen transportiert werden kann. Wir werden das serienmäßig noch mit einem Netz ausliefern, was man über die Waren, die man oben drauf lädt, spannen kann, sodass auch nichts verrutscht und alles an Ort und Stelle bleibt. Jedes dieser Teile, man kann sich schon denken, ist ein Unikat. Welches Design man dann letztendlich bekommt, das ist so ein bisschen der Überraschungseffekt. Cool. Unsere Key Features bleiben natürlich auch die alten. Die meisten kennen es schon, der Korb des Muli ist klappbar, das gilt für alle unsere Modelle und ist das USP unseres Bikes. Den Klappmechanismus haben wir auch noch mal ein bisschen überarbeitet. Das Klappen funktioniert jetzt noch einfacher, aber der Korb an sich ist der gleiche. 100 Liter fassen, Platz für 2 Kinder und eben super schlank und klappbar, wenn man ihn nicht braucht. Trotzdem aber noch, wie man das hier auch sieht, mit Stauraum im zugeklappten Zustand. Die Einkaufstüte oder der Rucksack finden auch da ohne Probleme Platz. Und wenn man es aufklappen möchte? Dann sieht man an dem schönen blauen magischen Hebel und hat einen vollwertigen Lastenkorb. Das 4. Modell für 2024, das Muli Motor EU. Der Name verrät tatsächlich schon relativ viel. Ich mag es trotzdem kurz erklären. Das ist ein Projekt, mit dem wir uns seit circa einem Jahr beschäftigen, mit dem Ziel, ein Fahrrad zu entwickeln, was wir in Serie produzieren können, was ausschließlich aus Komponenten besteht, die in der Europäischen Union bzw. in Europa hergestellt werden. Das gibt es so noch nicht auf dem Markt. Ich denke, wir sind Vorreiter in diesem Bereich und sind sehr stolz darauf, dass es uns das gelungen ist, zum einen. Und zum anderen wir trotzdem mit einem recht konkurrenzfähigen Preis, trotz komplett lokaler Herstellung und dem absoluten Verzicht aus Produkten von Übersee, aus Asien und so weiter, aufwarten können. Erste schöne Feature ist ein Bosch-Motor, der in Europa hergestellt wird. Das erste Muli mit Bosch-Motor wird 2024 auf den Markt kommen. Ich muss dazu sagen, dass es zunächst in einer limitierten Sonderserie auf den Markt kommen wird. Wir haben aber genügend Stückzahl in Planung und werden sicherlich dem einen oder anderen Kunden, der unser Konzept mag und ein Bike aus rein lokaler Herstellung haben möchte, beliefern können. Der Bosch-Motor ist das erste Key-Feature. Das zweite schöne Feature ist eine Narbe, die komplett in Deutschland hergestellt wird von der Firma 3x3. Eine Neugang-Nabenschaltung, super hochwertig, funktioniert und harmoniert sehr schön mit unserem Konzept. Und wir sind sehr froh, diesen Partner gefunden zu haben. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Wir verbauen Magura-Bremsen, die in Deutschland hergestellt werden, haben super schöne Parts an dem Bike wie Brooks-Sattel, Hope Parts am Schnellspanner und in der Narbe vorne. Und bis ins kleinste Detail haben wir in kleinster Arbeit die Komponenten so zusammengestellt, dass wir unser Ziel, ein Bike aus rein europäischer Herstellung, eben verwirklichen konnten. Was am meisten auffällt, ist natürlich dieser Lack. Auch
bei der limitierten Version wird der nicht dabei sein. Wir haben schon eine sehr schöne Farbe für das Modell ausgewählt und ich denke, das wird die meisten Leute dann doch auch vertrösten. Und weißt du was? Das würde ich jetzt sehr gerne fahren. Sehr gerne. Guck nicht so komisch. Tim, dein Kollege ist eben auch schon gefahren. Kannst du mal halten? Ja, genau. Eins mal klar, dieser Motor hat mit dem Muli überhaupt keine Probleme. Gerade mit dem 20 Zoll Hinterrad ist die Beschleunigung richtig, richtig gut. Unterstützt dann auch mühelos bis 25 km/h. Nun habe ich keine Beladung hier. Wie ist es bei dir mit meiner ultraschweren Tasche drin? Beladung ist immer gut für das Muli. Der Tiefpunkt, der wandert nach unten und Beladung tut dem Fahrverhalten gut. Aber auch leer funktioniert es richtig gut. Ja, schiebt sich auch ganz gut. Schiebt sich genauso gut wie das Shimano-Modell, würde ich sagen. Ja, da merkt man keinen Unterschied. Also richtig einfaches Fahren hier mit dem Bosch-Motor. Die 3x3-Narbe habe ich hier in der elektronischen Variante, mit der elektronischen Ansteuerung. Ist mit 2 Buttons ausgestattet, einmal nach oben und einmal nach unten kann man da drücken und das funktioniert schon ganz gut. Man merkt, sie sind noch nicht ganz fertig bei der elektronischen Variante, aber ich werde gleich auch noch mal die mechanische ausprobieren. Aber allein das hier, also Felix sieht auf jeden Fall sehr entspannt aus, wie er mir davon radelt. Jetzt hier im 9. Gang bei 20 km/h, angenehm niedrige Trittfrequenz, also die Übersetzung ist auch so gestaltet, dass man so ziemlich jeden Berg hochkommen sollte. Aber wenn man dann Gas gibt, einfach nur ein bisschen, dann ist der Motor echt da. Und das Ganze scheint auch nicht so eine, ja, so eine Slushbox zu sein wie die Enviolo, sondern die Kraft wird echt gut übertragen. Okay, auch manuell funktioniert die 3x3 richtig gut. Hier kann man ganz gut die Funktionsweise dieser Schaltung mal sehen. Hier sind so 3 Planetengetriebe drin. Die ersten 3 Gänge lassen sich auch unter Last schalten, dann wieder die nächsten 3 Gänge unter Last und dann auch 7, 8 und 9 unter Last. Und dazwischen muss man einmal so ein bisschen Last vom Pedal nehmen. Das ist aber echt intuitiv und ist super schnell drin. Ja, und es ist halt echt lustig, dieses kurze Rad, diesen breiten Korb da zu haben. Die ganze Tasche passt rein. Und was man hier natürlich selber machen muss, ist das Runterschalten. Das übernimmt die elektronische Variante ganz automatisch, wenn man anhält. Riesige Bandbreite bei dieser Schaltung, wenn man nicht gerade irgendwie mit starken Steigungen wohnt, in einem Ort mit starken Steigungen, dann reichen einem tendenziell so die 3 hinteren Gänge. Im Flachen auch der Motor hat so viel Power, um halt so eine niedrige Trittfrequenz auszugleichen. Aber so viel Bandbreite kommt natürlich dann einem zugute, wenn man wirklich stärkere Steigung hat. Und dann kann man auch stärker beladen mit dem Muli. 2 Kinder vorne rein, Gepäck noch ein bisschen. Und der Motor mit dieser Schaltung bringt er dann echt überall hoch. Ja, fährt sich nice. Ja, macht Spaß. Macht Spaß. Macht auch ohne Motor oder mit dem Shimano-Motor Spaß. Aber der Bosch, der hat nochmal so ein bisschen mehr Power auf jeden Fall. Ja, also wenn man sich wirklich auch viel auf den Motor verlassen muss oder möchte, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gehen wir mal wieder rein. Ja, Felix, echt spannende Neuigkeiten. Ihr habt coole Räder. Wie findet man euch? Wie findet man Händler? Wie gewohnt, alles über unsere Internetseite. Wir sind in jeder deutschen Großstadt vertreten. www.muli-cycles.de. Da erhaltet ihr alle Informationen. Noch nicht über die neuen Modelle. Die werden verfügbar sein ab Januar 2024. Das Muli Motor EU leider ein bisschen später, im Sommer nächsten Jahres. Aber alle Infos werden natürlich rechtzeitig bekannt gegeben. Und habt ihr natürlich jetzt aus erster Hand auch über deinen Kanal bekommen. Ansonsten besucht uns gerne in Köln in unserem Werk. Wir haben einen Showroom. Wir zeigen euch gerne unsere Fertigung, versuchen transparent zu sein und Blick hinter die Kulissen bei uns lohnt, denke ich, in jedem Fall. Ja, wenn ihr jetzt Fragen oder Anmerkungen zu Muli, zu diesem EU-Projekt oder zu irgendwas anderem habt, was Muli betrifft, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt. Wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert diesen wundervollen Kanal. Vielen Dank, wundervoll. Und tschüss. Bis dann.